3 Dinge haben das Licht der Welt erblickt und alle 3 sind sie Teil unserer heutigen Sendung. Kann man so sagen. Zuerst kam DNA, die vermutlich zweite 9C-Kletterroute der Welt. Praktisch zeitgleich kam dann Hugo Ondra zur Welt. Und schließlich, und das ist der Grund, wieso wir hier in Griechenland am Meer sitzen, das Klettergebiet Manikia. Herzlich willkommen vom Petzl Rocktrip. Beta, die monatliche Klettersendung, wird präsentiert von Bächle Bergsport, Petzl und Etrfor. Sepp Buin verkündet mit DNA nun also die vermutlich zweite 9C der Welt. Wir haben mit ihm gesprochen über diesen mutigen Schritt, zu diesem Grat zu greifen, aber auch darüber, weshalb keine seiner vielen Erstbegehungen in Frankreich bisher wiederholt wurden. Ist es, weil er den Ruf hat, zu hart zu bewerten? Und hat er auch da nun vielleicht mit gutem Gewissen zum Grad 9C gegriffen? Wir haben die Antworten. It's one of the arguments too. Like, it's like I think this route is really hard. If Sepp is saying that it can be 9C, I think that I believe that it's 9C. Wir nehmen euch in dieser Sendung aber natürlich auch mit an den Petzl Rocktrip und damit hier nach Manikia, einem neuen Spot auf der Kletterlandkarte. 2016, da gab es hier eine Handvoll Kletterrouten, heute sind es über 700 Routen. Der Klettertourismus ist die große Hoffnung, kann man sagen, für diese Region, für die einheimischen Leute. Der Petzl Rocktrip, der jetzt stattfand, ist quasi die Eröffnungsfeier. Die große Frage, die sich natürlich stellt, wird Manikia die neue Kletterperle im Mittelmeerraum? Ja, auch diese Antwort werden wir im Laufe der Sendung erläutern. Jetzt aber zuerst der Blick zurück. Was war diesen Monat so wichtig? Ja, wir konzentrieren uns vor allem auf eine Sache. Da war nämlich eine Meldung plötzlich aufgetaucht. Der Elias Molenski, der hat verkündet, dass er den ursprünglich mit 9a bewerteten Boulder No Capote Only wiederholt hat. Er hat das verkündet in der Form eines Videos. Er hat das als Uncut-Video veröffentlicht auf YouTube und da sind dann ziemlich schnell Kommentare gekommen. 8ANU hat einen Artikel geschrieben oder respektive einfach das Video publiziert. Und die Community hat schnell reagiert und gesagt, hey, das ist erstens kein Uncut-Video und zweifelt sogar noch seine Begehung an. Wir sehen jetzt hier kurz das Video schnell. Es ist wirklich, sagen wir mal, lausig gefilmt, vor allem aber ist es nicht uncut. Aber was ist jetzt genau die Kritik? Hat man das Gefühl, er versucht sich da den Boulder zu erschleichen oder einfach, weil er lausig gefilmt hat? Ja, ich glaube, es ist ein bisschen beides. Es gibt Stimmen, die sagen, hey, du kannst nicht ein Video veröffentlichen eines solch wichtigen Boulders, wo man deine Beine und Füße nicht sieht. Es sieht aus, also er könnte auch am Wand, also am Blockfuß entlanglaufen, Griffe halten, ein bisschen brüllen. Das ist die eine Kritik. Dann nennt er es ja Uncut, das ist ja fast ein etablierter Begriff und hat aber einen klaren Schnitt im Video. Also ist alles ein bisschen dubios. Und dann gibt es noch die anderen Stimmen, die nicht nur sagen, das Video ist scheiße, das geht so nicht und kann man nicht Uncut nennen, sondern es gibt sogar Leute, die sagen, hey, der hat das gar nicht gemacht. Okay, und was ist seine Reaktion darauf? Wir haben mit ihm gesprochen, haben auch einen Artikel auf La Crux veröffentlicht und er hat gesagt, er versteht natürlich die Kritik und sei sehr ungünstig gelaufen, hätte an dem Tag kein Stativ dabei gehabt, sich entscheiden müssen zwischen oben filmen oder unten, hat sich für oben entschieden und filmt einfach keine Füße und keine Beine. Also eine bisschen spezielle Situation. Noch kurz zu diesem Thema, Stichwort Uncut. Das scheint sich schon ein bisschen zu etablieren. Man sieht immer mehr Kletterprofis, die eben solche Uncut-Videos aufs Netz stellen, quasi als ob sie einer gewissen Beweispflicht nachkommen wollen. Etabliert sich das langsam? Ich würde sagen, es etabliert sich. Wir sind noch nicht so weit, dass sich die Profis, glaube ich, das Gefühl haben, sie sind in der Pflicht, das zu tun. Es gibt ja auch Behauptungen, Leute, die sagen, ja, das müssen die, um das zu beweisen, damit Klettermedien überhaupt darüber berichten. Ich finde, das geht zu weit. Also Klettermedien, auch die Community akzeptiert Begehungen. Es ist natürlich doof, wenn du quasi wie so ein Beweisstück lieferst, das dann aber so quer ist und so dubios, dann schießt du dir fast schon ins eigene Bein. Ja. Also. Ja gut, lassen wir das an dieser Stelle. Anderes Thema, Adam Ondra ist jetzt Vater. Eine schöne News, die auch in der Szene hier mehr oder weniger angekommen ist. Do you know the name of the kid? Is it silence? I don't know the name of the kid. I don't know the name of the kid. Se llamaba Hugo o algo así, porque es un niño. Hace unas 10 días creo. Hugo. Yeah. Oh. Hugo Ondra. Hugo. Oh, respect.
My grandfather, his name was Hugo. Yes, but bueno, congratulations. This is a very hard project. This is a hard project, but it's a hard project for all your life. I think this is 10B or something like that. I didn't grow up outdoors, and climbing's brought me to the outdoors. I'm really thankful for that, and I think that with your parents as climbers, you have this really cool opportunity to see the world in the way that we see it as climbers. If he wants to play football, it's going to be a challenge. I have no doubt that that they're going to be 9C parents. Congratulations, Adam, and your spouse, and to Hugo, and the world's a better place because of people like you. Sepp Buer hat sein Langzeitprojekt Dena nun also geklettert. Eine coole News. Zum dritten Mal wird jetzt zum Grad 9C gegriffen. Ja, Sepp, der hatte nach eigener Aussage schlaflose Nächte, als es darum ging, halt eben sich zu überlegen, was ist jetzt der Schwierigkeitsgrad dieser Route. Er hatte sich dazu auch mit Adam Ondra ausgetauscht, doch der hatte gerade andere Sorgen, wenn man dem so sagen kann, weil eben Hugo Ondra zur Welt kam. Nicht, dass ihr jetzt aber meint, wir hätten deren Telefone gehackt. Sepp hat uns diese Screenshots zugestellt, weil es eben auch schön zeigt, die Prioritäten der beiden Spitzenkletterer, wie die gerade anders gelagert sind. Gell? Der eine hat Sorgen um den Grad und der andere wird Vater. Ja. Genau. Bevor wir nun gleich vertieft mit Sepp reden, ein Thema, Remo, das ich kurz ansprechen will. Hast du diesen Artikel gesehen auf Evening Sense, wo der Andrew eigentlich darlegt, dass irgendwie die News von 9C so ein bisschen verhalten aufgenommen wurde in der Szene. Und ich muss sagen, bevor ich das gelesen habe, ich hatte auch das Gefühl, irgendwie die Euphorie ist nicht mehr so groß wie jetzt bei Silence und bei Bibliografie. Gibt es da bereits eine Abstumpfung? Ja, ich finde jetzt Abstumpfung ist ein bisschen extrem ausgedrückt. Aber klar, der Grad 9C, der ist nichts Neues mehr, oder? Bei Silence war große Sensation, jetzt gibt es 9C in der Kletterszene. Dann gab es ja schon eine zweite 9C, die wurde dann abgewertet. Also ganz so hohe Wellen schlägt natürlich dieser Grad einfach nicht so automatisch. Sepp Buer auf jeden Fall, wir haben da mit ihm gesprochen, der teilt diese Einschätzung nicht. Er sagte, er hat viele Anfragen von Journalisten und er ist auch gerade am Dreh vom Real Rock Film, ist also Teil der nächsten Episode da von Real Rock. Maybe people are waiting for a movie, no? Maybe that will be exciting to see the movie and the route, because like right now we have only pics on the route. We have footage for sure, but we are keeping them for the movie. So yeah, I don't know, maybe we are doing the job a bit wrong, but I think not. Vielleicht, Remo, eine These von mir ist die mediale Zurückhaltung auch ein bisschen deswegen, weil bei Bibliografie sind ja alle wirklich sehr schnell auf 9C gesprungen und da musste man fast ein bisschen, wir auch, zurückkrebsen, als es dann doch, ich sage jetzt nur 9B Plus war. Vielleicht warten wir, bis es bestätigt wird. Ja, ich denke, so eine gewisse Zurückhaltung, die schwingt sicherlich auch mit. Aber man muss schwer davon ausgehen, bei dieser Route, dass es eine 9C sein wird, weil Sepp Buer, der klettert sehr stark auch im hohen Grad. Er hat zwar noch nie eine bestätigte 9B Plus geklettert, aber immer seine alten Routen sehr schwierig bewertet. Ich gehe davon aus, dass es 9C ist. Ja, hören wir, was er selber sagt. It's like I think this route is really hard, like truly. Now make a decision between 9B Plus and 9C. It's quite risky, and I need definitely other climbers to help me on this grade. For sure. I propose 9C and now I need other climbers to confirm or adjust the grade. In der Medienmitteilung hat er ja geschrieben, 9B Plus wäre die sichere Wahl. Ich gehe seit 2014 aber auf Nummer sicher, indem ich eher harte Schwierigkeitsgrade gebe. Und am Ende hat noch niemand eine dieser Routen wiederholt. Ich habe mehr als 20 Erstbegehungen gemacht im Grad 9A, 9B-Plus, die nie wiederholt wurden. Ja, ich höre in seiner Aussage schon raus, dass er sich ein bisschen den Vorwurf macht, in der Vergangenheit zu hart bewertet zu haben und damit natürlich mögliche Wiederholer abgeschreckt zu haben. Er hat diesen Aspekt sicherlich etwas unterschätzt, muss man davon ausgehen. Because they came and say, oh, maybe it's a bit too hard and too much investment for this grade, or maybe it's Ramiro and other ascents is like kind of hard if you don't know the style and the climbing style there. So you have to pass time, and if you don't pass time, even for Adam Ondra, it was quite hard.
Ja, landen wir im Hier und Jetzt in Manikia in Griechenland. Es ist der letzte Tag des Petzl Rock Trips, an dem wir teilnehmen durften. Wir fliegen in wenigen Stunden zurück nach Hause und haben viele Eindrücke zu verarbeiten. Ich würde sagen, es ist ein echt unvergesslicher Aufenthalt gewesen hier. Das waren 5 super Tage hier, bin ich absolut einverstanden. Manikia ist eben neu auf der Kletterlandkarte. Es liegt rund 2 Stunden Autofahrt von Athen entfernt und eine halbe Stunde weg vom Meer, also wo wir jetzt sind, in diese Richtung. Da oben sind eben die Felsen, es hat Canyons, Grotten, es hat Single-Pitch, Multi-Pitch, wunderbar grüne, saftige Landschaft. Wirklich ein Paradies, also auch landschaftlich schon, wirklich so schön. Ja, es ist ja eigentlich noch spannend, weil meistens so Sardinien und alles stellt man sich so die dürren Büsche und alles braun und karg. Aber hier ist es echt mega grün und so üppig irgendwie die Vegetation. Genau. 2016 gab es hier eben noch kaum Kletterrouten, vielleicht eine Handvoll, und heute sind es über 700. Der Klettertourismus ist die große Hoffnung für die Region hier, die von Abwanderung geplagt ist. Alles geht nach Athen, damit die wieder belebt wird. Und in dieses Bestreben hat sich nun Petzl eben mit dem Rocktrip quasi eingeklinkt. Darüber haben wir mit dem Verantwortlichen gesprochen. It's not about climbing in the end. It's about living here and sustain an activity around the area, attracts, keeps the young people there because they are all living for having a job. There is no job here. If you want to survive here, you just survive. So we have to say this is really a wish from them, and this is clearly what they ask for. Climbing is only a tool. The second time I say that, but it's really that. They discovered that they can do something with climbing, and they focused on. That's it. So without them, there will be no project. Yeah. And Petzl will not come here if there was not this kind of energy, because it's a nonsense for us now to make a rock trip only thinking about climbing. We cannot act like this anymore. We know that now we have really to be cautious about WhatsApp after, how people can manage this in the future. Petzl wird aber jetzt sein Engagement auch im Rahmen dieses Manikia Project ein bisschen zurückfahren. Es soll auf eigenen Beinen stehen und eigentlich dieser Destination, diesem Ort eine Zukunft geben. We don't want to keep the hand on the Sleeping Beauty. This is their land, not ours. So they have to be able to manage it by themselves. This is really the goal we want to achieve. Well, I believe this needs a little bit of time, so people really decide to come back and grow their family here. But I really believe that the beginning is kind of a half of everything. So I'm very hopeful. Ja, wir haben es gesagt, Manikia ist echt ein Paradies, landschaftlich, man kann Canyon machen, Deepwater Solingen übrigens auch, haben wir noch vergessen zu sagen, und nur schon das Klettern, das ist echt genial. Aber das Gebiet hat schon mit Problemen zu kämpfen. Es ist nämlich bedroht von einem riesigen Windkraftpark, der hier geplant ist. 40 Windräder sollen hier gebaut werden. Es ist also ein Spannungsfeld, das sich hier bereits auftut, bevor es richtig losgeht mit dem Klettern in Manikia. Man sieht sie überall, die Windräder in Griechenland. Ist ja auch nichts Schlechtes, grüne Energie auf dem Vormarsch, aber ich fürchte mal, die Kletterer werden da vielleicht am kürzeren Hebel sein, und es täte mir sehr leid, wenn es auch für die Einheimischen, wenn es hier wirklich nicht zum Starten kommt. Ja klar, auf jeden Fall, weil das wäre natürlich wieder so eine tragische Wende bei diesem Projekt jetzt, und man hat auch gestern am Fest gespürt, da sind viele Einheimische dann gekommen an diesem Petzl-Abschiedsfest quasi am letzten Tag des Trips. Da hat man sehr viel auch Hoffnung und Zuversicht gespürt seitens der einheimischen Bevölkerung, die hoffen, dass der Tourismus eben auflebt durch die Kletterer. Ich glaube, das ganze Dorf Manikia war an diesem Fest, das hat mich schon noch beeindruckt. Ja, es war echt schön, und die haben ja auch lokale Musiker, Bands haben gespielt, getanzt, also es war mega cooler so Austausch zwischen der Kletter-Community und auch den Einheimischen. Dominik, gestern war der Abschluss des Petzl Rock Trips. Wir waren 5 Tage hier, haben viele Leute getroffen. Was war dein persönliches Highlight eigentlich so? Es gibt viele, aber das Naturerlebnis insgesamt hat mir sehr gut gefallen. Aber ein Highlight war für mich auch die Begegnung mit Konrad Anker. Er hat nämlich mein Grigri verschönert. Schauen wir uns das mal an, was er da gemacht hat. Genau. Dominic with a K? Yeah. Wow, is it a mountain, a skyline? Yeah, just generic.
Or is it by chance that you have it with you now? I brought it with on intention, so here's one of mine. So. Wow, that's beautiful. And what does Petzl say? They like it that you engrave their stuff? I think they're okay with it. Ja, das ist also Konrad Anker at work. Es war recht lustig. Ich habe ihm noch gesagt, pass auf, wenn das jetzt alle sehen, dann machst du hier nichts mehr als Kriegs gravieren. Genau so war es dann. Da kam schon Villanueva und x Leute, die sind nachher Stunden da gesessen und haben graviert. Ich habe dann auch Leute gesehen, die haben ihre Tasse eingravieren lassen. Also der hat, glaube ich, dann zu tun gehabt. Absolut. Ja, Remo, für dich, was war dein Highlight? Ich kann nicht so ein Highlight herauspicken. Für mich war es eigentlich so die Summe dieser Begegnungen, dieser Gespräche. Wir haben in diesen Tagen, und ich habe in diesen Tagen so viele Leute getroffen, mit denen gesprochen wie sonst in Jahren. Also wir reden ja hier von Kletterprofis. Und man hat auch gespürt, so in unserem Sport, vielleicht ist es in anderem Sport auch, aber es war echt so wie unter Kollegen, war einfach mega coole Stimmung. Ja, kommen wir zur Abschlussfrage. Wir haben versprochen, dass wir die eigentlich erörtern werden. Hat Manikia das Zeug zum neuen Kletter-Hotspot im Mittelmeerraum? Was ist deine Einschätzung? Ja, es hat sicher große Konkurrenz. Wir haben Kalymnos, Leonidio, und dann eben im Mittelmeerraum gäbe es noch mehr Konkurrenten. Ich denke aber doch, dass natürlich Kalymnos zum Beispiel als älteres Gebiet ein bisschen Abnutzungserscheinungen hat. Und Manikia ist auch etwas Eigenes. Es ist sehr vielseitig, Canyoning, Deepwater Soloing. Und hat so einen gewissen Charme, kleines Dorf da oben in den Bergen und trotzdem nah am Meer. Also ich finde doch absolut hat Potenzial. Ich würde sagen, empfehlen können wir es auf jeden Fall. Also packt eure Sachen, kommt her und ich würde sagen, wir springen jetzt ins Meer. Definitiv. Aber bevor wir es vergessen und jetzt ins Meer gehen, noch der Aufruf, abonniert unseren Kanal, gebt uns einen Daumen hoch. Wir freuen uns. Bis aufs nächste Mal.